Und da sind wir. So, wir waren gerade im, wie heißt der Laden? Continente. Das ist eine Supermarktkette hier in Portugal, und wie wir rausgefunden haben oder heute festgestellt haben, ein sehr gut sortierter, preislich relativ noch angenehmer, und das Allerbeste für uns, gerade mal, ja weiß nicht, 300 Meter von unserem Zuhause entfernt. Ich hoffe, man kann uns noch sehen, denn hier ist gerade ein bisschen dunkel. Gut, ja, was soll ich eigentlich sagen? Achso, das Preisgefüge so ein bisschen. Ja, es liegt, ich würde sagen, es liegt unter dem in Deutschland, sofern man nicht auf Marken unbedingt zurückgreift, die man in Deutschland gekannt hat. Was auf jeden Fall billiger ist Fleisch. Genau. Also beim Fleisch waren wir schon überrascht. Gute Qualität war das. Wir haben zum Beispiel so Minutensteaks jetzt mal gekauft gehabt, die Tage. Und die haben gerade knapp über 2 Euro gekostet und waren von diesem Duroc-Schwein, was in Deutschland schon, wenn ich mich recht erinnere, höher gestellt ist vom Preis als das normale. Alles in allem, glaube ich, kommt man ungefähr aufs Gleiche raus am Ende, wenn man halt nicht nur auf seine Marken aus Deutschland besteht. Es gibt weniger Auswahl, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja 45.000 verschiedene Schorlen und so, Apfelschorle, Johannisbeeren, was weiß ich was. Hier ist das wesentlich weniger. Hier gibt es aber dafür andere Limonade, also ganz bekannt. Ist wohl eine von Madeira, ne? War die? Von Madeira, die Brisa, die auch meine neue Lieblingslimonade jetzt geworden ist. Nämlich die Maracuja. Ja. Und wir sind jetzt schon fast an unserem Gebäude. Ihr seht also nicht weit. Das Gute hier ist auch, es gibt keine geregelten Öffnungszeiten in dem Sinne, dass jeder Tag komplett durchgeregelt ist wie in Deutschland. Es gibt da Feiertage, nationale Feiertage, wo nicht alles auf ist und so. Aber Supermärkte wie zum Beispiel der Continente hat 7 Tage die Woche geöffnet, von morgens um 8 bis abends um 10, was dann natürlich das Einkaufen sehr angenehm macht, weil du irgendwie immer Zeit findest, mal da durchzugehen. So viel zum Einkaufen im Supermarkt. Wir melden uns dann. Hospital. Hier ein, ja, weiß ich gar nicht so genau, ob das jetzt privat ist oder nicht. Aber das bringt mich auf die Idee, euch was zu erzählen zum Thema Krankenversicherung, vor allem wenn ihr auch darüber nachdenken solltet, vielleicht auszuwandern. Also Portugal hat ja einige, nennen wir sie mal Superlative zu bieten, von denen wir auch am Anfang gar nichts wussten, wo wir doch erstaunt waren.
ja, dass Portugal halt so weit ist, selbst in der aktuellen blöden Lage mit der Pandemie, die ich ja eigentlich in den Blog hier nie erwähnen wollte, aber gut, ist Portugal weltweit auf dem zweiten Platz, was die Impfung angeht und mit wie viel Prozent? Zuletzt gelesen sogar 95. Nee, 85, glaube ich. 85 offiziell, ja. 85 noch was ab dann, weiß ich nicht, ob die weiterzählen, weil die haben ja den Schutz erreicht eigentlich. Genau, Herdenimmunität, wie es heißt. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte was ganz anderes erzählen, denn wenn man hierhin ausreist, dann will man natürlich auch wissen, was ist mit der Krankenversicherung. Und da kann ich sagen, dass Portugal das einzige Land auf der ganzen Welt ist, in dem jeder, der hier wohnt, versichert ist. Das ist also deren System. Jeder hat Zugang zu ärztlicher Versorgung in diesem Land. Ja, und man zahlt halt seine Beiträge gemessen am Gewinn, den man zum Beispiel bei selbstständiger Arbeit erzielt hat, beziehungsweise die Arbeitgeber führen den ab. Wie viel das dann genau ist, weiß ich nicht. Mal kurz hinter mich schauen. Ein paar portugiesische Mädels. Ja, das wollte ich dazu sagen. Also, jeder ist versichert, der hier in diesem Land wohnt. Wohnt heißt natürlich dann angemeldet, ordnungsgemäß und so weiter. Inscriptio oder so heißt es hier. Ja, und die meisten aus dem Westen, ich wollte schon sagen aus den westlichen Ländern, aber wir sind ja hier, weiter westlich geht ja nicht mehr bis Amerika. Blödsinn. Also die meisten, die aus Ländern wie Deutschland und so kommen, schließen dann noch eine private Zusatzversicherung ab, womit dann die Leistungen vergleichbar mit der deutschen privaten Krankenversicherung sind, soweit ich das erkennen konnte. Heißt Chefarztbehandlung, Privatzimmer. Nur die Kosten sind etwas besser. Also man hat auf der einen Seite diese Kosten für die Sozialversicherung, für die Krankenversorgung mit, die die Krankenversorgung unter anderem mit beinhaltet. Über diese Sozialabgabe wird aber auch gleichzeitig Arbeitslosen, Unfall und alles Mögliche ja, finanziert. Auch Kindergeld und so Sachen. Okay, und dann holst du dir noch eine private, da gibt es verschiedene Anbieter von diesen Versicherungen, um das aufzustocken auf ein Level wie die Privatversicherung in Deutschland. Und das würde zum Beispiel in unserem Falle bei uns beiden, für uns zusammen, dann quasi einen extra Aufpreis von nur etwas über 90 € im Monat ausmachen. Rechnet sich also auf jeden Fall. Kommen wir aber nochmal genauer darauf zurück. Da brauche ich schon wieder scharf auf das hier. Orangen- und Zitronenbäume. Einfach so zwischen den Häusern. Einfach so zwischen den Häusern. Guck mal, da kannst du welche pflücken, aber die sind noch grün, ne? Sind noch grün, ja. Ist noch nicht so weit. Okay, dann gehen wir weiter. Also so viel zu den Krankenversicherungen. Heute sind wir gar nicht so weit weg von Portimão. Wir sind in Silves, genau. Ungefähr 15 Kilometer entfernt von Portimão, mehr im Landesinneren gelegen. Und zurzeit befinden wir uns hier. Die historische Festung der Stadt Silves, die schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel hat, denn das Ganze hier ging los um 1100, wie wir gelesen haben, und war besetzt von, ja, wie das hier im Süden Europas so ist, von den Arabern, von den Spaniern, Christen und so weiter und so fort. Ganz interessant, günstiger Eintritt mit 2,80 € und man kann halt hier die alte Festung bestaunen. Da hinten kann man auch Ausgrabungen sehen und es wird einem ganz gut erklärt, wer für was hier verantwortlich ist und gebaut hat. Auf jeden Fall nett zu sehen.
Ja, auch hier wieder ein Fundstück, eine Skulptur. Diesmal nicht aus diesem tollen schwarzen Muschelmarmor, sondern ja, gehauen aus, ich nehme mal an, Sandstein. Sehr formschön, wie Sie sehen können. Hier meine Assistentin präpariert es jetzt und zeigt Ihnen den schönen Gesichtsausdruck des Herrn. Und wir fragen uns die ganze Zeit schon, was tut dieser Herr? Nein, mit Sicherheit kein Maulkorb anziehen, aber was tut er? Denn das werden wir jetzt mal genau anschauen und mal von der Seite. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Na, was tut er wohl? Mit so einem Gesicht. Schreibt die Antwort in die Kommentare, aber auf den Jugendschutz achten. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist nicht der tasmanische Teufel, sondern der tasmanische Gummibaum, oder wie heißt das? Blaugummibaum. Tasmanische Blaugummibaum, den man hier auch findet. Ja, wie ihr an mir und meinem tollen, formschönen Pilzkopf unschwer erkennen könnt, sind wir mit dem Motorrad unterwegs heute. Und zwar haben wir uns einfach dieses Motorrad geliehen. Und eine erfreuliche Nachricht für alle, die gerne sowas fahren, aber eigentlich ja keinen in Deutschland gültigen Führerschein haben. Hier habt ihr ihn, denn wer den Führerschein Klasse B hat oder A oder A1, wie alle, die den normalen Führerschein in Deutschland eigentlich gemacht haben, oder fast alle, dürft ihr mit diesem Führerschein hier in Portugal 125er fahren. Ja, das habe ich gestern festgestellt, deswegen haben wir uns kurzerhand direkt ein Scooter geliehen und ja, gehen die Gegend erkunden. Und genau das machen wir heute. Ja, und an der Stelle bleibt nur noch eins zu sagen, wenn ihr auf meine Jacke genau hinschaut, dann seht ihr, dass wir ein N hier weggemacht haben. Das hat einfach damit zu tun, ja, Moment, ich zeige es mal gerade hier bei meiner Frau. Genau, das hat einfach damit zu tun, dass ja, unser Vlog heißt ja, und das Leben fängt an. Und sie kam auf die Idee, die gute Idee, aus dem Bon ein Bon zu machen und das Live, als Leben zu sehen, assoziiert. Also Julian, Simon und Sandro, nicht sauer sein, dass wir die Jacke zweckentfremdet haben, denn das ist eine gütige Spende aus dem Bonn Live Kulturgarten, für den ich diesen Sommer noch gearbeitet habe. Vielen Dank dafür. Eure Jacken sind jetzt hier oben auf einer Höhe von ungefähr 600 Metern Gold wert. Wishing star when the cold day's gone. I wish I could believe, trying hard when the night is long. I wish I could believe. Das sind die Momente, die halt dann unbezahlbar sind und die man in Deutschland leider nicht erleben kann. Aber das hier ist das Ende der zumindest antiken Welt. Wir haben früher Leute gedacht, die Welt zu Ende. Das ist der südwestlichste Punkt von ganz Europa. Und hier, wo ihr jetzt hinschaut, gibt es 4000 Kilometer mehr. Also, bis dann zur nächsten Folge. Ciao. I wish I could believe. Wish I could believe.